Guten Morgen. Morgen. Hier an Tag 5. Das Müsli ist gegessen, der Kaffee wird jetzt noch getrunken. Wir haben nochmal genau auf die Karte geguckt. Wir haben unser Ziel gestern wirklich nur knapp verfehlt. Es kommt jetzt hier noch die Stromschnelle, die ich euch gestern noch gezeigt habe. Da müssen wir gleich noch entscheiden, ob wir die fahren oder tragen. An sich ist sie fahrbar. Aber vorne ist halt eine Stelle, wo man auf jeden Fall auflaufen wird. Wie man es macht, ist egal. Müssen wir uns nochmal angucken. Dann können wir wahrscheinlich ein gutes Stück fahren und dann kommt nochmal eine Stelle, die auf der Karte so aussieht, als wäre sie wahrscheinlich nicht fahrbar. Und dann sind wir auch schon in Schweden. Ja. So. Und dann sollten wir am besten Fall das trotzdem noch schaffen, was wir heute hätten schaffen wollen. Ja, aber es sieht auf jeden Fall so aus, als wäre der Fluss in Schweden deutlich besser fahrbar. Und dann hoffentlich, garstige Fliegenviecher, hoffentlich kommen wir dann auch schnell voran. Ja, Ja. stimmt. Oben ist direkt zu Anfang eine Stelle, da muss man eine Linie genau treffen, da liegen die Steine so blöde drin, dass man entweder vorne am ersten oder direkt dahinter liegen wieder zwei hängen bleiben könnte. Grundsätzlich vom Schwierigkeitsgrad hier auf jeden Fall fahrbar. Da hinten wird es ruhiger. Das vollbeladene Boot verrät es euch. Wir werden die Stromschnelle fahren. Es ist nicht schlimm an sich. Es ist halt eine Stelle, wo man allerhöchster Wahrscheinlichkeit nach auflaufen wird, egal was man tut. Aber die Strömung ist nicht so schlimm, dass man es nicht irgendwie managen könnte. Von dem her kein Umtragen, sondern fahren. Und dann gucken wir mal, dass wir danach auch ordentlich Strecke machen. Jawohl. Ich würde sagen, los geht's. Ich mach uns los. So früh habe ich damit jetzt nicht gerechnet. Jawohl. Kommt ein langer, schöner Abschnitt, den können wir einfach paddeln. Redet ihr nur einfach oder ist schon die nächste Stelle? Ich habe auch gerade schon überlegt, es könnte auch Wind in den Bäumen sein. Ah, Fisch. Dann links Stopp. Das ist die nächste Stromschnelle. Sieht bis hierhin erstmal gut aus. Direkt hier vorne, es scheint ein Stein zu liegen und dann nicht hängen bleibt, also am besten über den Hauptstrom mit. Und da unten ist hier schon wieder offen. Denn das ist die Stromschnelle von eben. Das ist die nächste. Sieht schon etwas wilder aus. Am besten da im Hauptstrom bleiben. Hier runter. Hier kommt eine schöne kleine Stufe. Dann weicht es sich. Und dann kommt wieder ein ruhiges Stück. Christine sagt, wir können es fahren. Also fahren wir es. Rechts oder links da vorbei? Ist egal.
Okay. Oh, jetzt ist das hier wieder flach, ey. Da hinten ist die Grenze. Echt? Irgendwo da hinten, ja. Am Ende von diesem Sumpfgebiet. Okay. Letzte Stromschnelle in Norwegen. Guckt sie euch nochmal an. Hier der Zaun auf der linken Seite und auf der rechten Seite, die markiert eigentlich ganz gut den Grenzübergang. Auf der einen Seite hier endet jetzt der Nationalpark, aus dem wir kommen, und auf der anderen Seite beginnt dann der schwedische Nationalpark oder Naturschutzgebiet, so ja. Oh, hier ist alles flach, oder? Ja, Ist da irgendeine tiefere Stelle? nee. Scheiße. Wir laufen auf jeden Fall auf. Ja. Schwedische Steine sind deutlich glatter. Ja, stimmt. Der ganze Fluss ist sofort zahmer. Jetzt hat sie. Ich kann auch aussteigen. Du siehst ja gequält aus. Ich schaff das schon. Gut. Steigst du bitte aus? Diese Markierung da vorne, die ihr an den Bäumen seht, das ist alles Markierung für das Naturschutzgebiet hier rechts von uns. Immer dieses sechskantige Sternchen. Ja, genau. Vollgas! Christine hat sich angeguckt, ist aber nur schnell vorbeigegangen, deswegen gibt es da keine Aufnahme für euch. Sieht ungefähr die ganze Zeit so aus wie hier und gegen Ende wird es dann wahrscheinlich sogar noch flacher, aber es ist sehr, sehr lang. Wir werden es jetzt einfach fahren. Bis jetzt hier hält die schwedische Seite das, was sie versprochen hat. Und ist genau das, was wir jetzt nach den 4 bzw. 3,5 anstrengenden Tagen brauchen. Ne? Ja. Man kommt gut voran. Es ist nicht so anstrengend. Es ist jetzt keine Umtragungen. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, wäre das jetzt hier ein möglicher Einstiegspunkt, wenn man den norwegischen Teil weglassen möchte. Wenn meine Erinnerung richtig ist. Ja. Falls ja, blenden wir es euch nochmal mit einer Karte ein. Folgt hier keine Karte, war meine Erinnerung falsch. Was ist das? Ja, noch runter den Kopf. Wahrscheinlich locker gepasst, aber es sieht immer echt knapp aus. Ja. Eine Sandbank. Die kleinste Sandbank der Welt. Ja, hier werden wir nächtigen, würde ich sagen, oder? Also wenn man hier irgendwo komplett risikofrei ein Feuer machen kann, dann ja wohl dort. hier, ja. Ja. Zelt schlagen wir dahinter auf dem Grünen auf. Das geht schon spazieren.
Brücke. Und danach, nach der Brücke, sollte dann ein Zufluss kommen, der den Fluss wahrscheinlich größer macht. So, da rechts ist der Zufluss. Dann geht es also hier links weiter. Oh, da links. Wie schön wäre das denn? Oh ja. Ah, wir müssen leider noch weiter. Das wäre ein geiler Spot gewesen. Wir fahren jetzt auf einen großen See, der jetzt hier so langsam beginnt. Fließender Übergang. Und am Ende des Sees, da kommt das erste Wehr. Und das einzige Wehr auf unserer Strecke. Da konnte man tatsächlich auch schon mit dem Auto hin, das haben wir uns auch mal angeguckt. Da war es fahrbar. An 2 von 3 Möglichkeiten. Aber das müssen wir uns natürlich vorher nochmal angucken, ob es jetzt immer noch so ist. Voll schöne. Stunden später, sie sind abgehoben. Ach, wunderschön. Ja. Hier ist tatsächlich mal ein bisschen mehr Anzeichen von Zivilisation. Oh, das war zu erwarten. Wenn da ein Wehr ist und hier ist irgendwie mitten in dem See, dann doch nochmal ein kleiner Höhenunterschied und eine Stromschnelle. Es war wirklich an dem See nur eine einzige Landzunge, an der Zivilisation gewesen ist. Der Rest ist jetzt genauso wild gewesen wie das, was man hier gerade um uns rum sehen kann. Schön hier die Ufer, ne? Überhaupt nicht zum Lagern. Da vorne ist es. Wir halten jetzt nochmal rechts an. Da drüben ist übrigens eine Hütte, an der man auch übernachten könnte, wenn man das möchte. Und danach geht dann der Fluss mit bisschen Wildwasser auf jeden Fall weiter. Aber das stärkste Wildwasser, zumindest unserer Erinnerung nach, war das Wehr selber. Hier, wie gesagt, kann man übernachten, wenn man will. Da sieht es zwar von hier oben am besten aus, aber ich zeige es euch mal von unten. Ja, lustig. Diesmal ist es tatsächlich nicht fahrbar. Hier an der Seite, ganz rechts von hier aus, fällt das Wasser richtig runter und das ist in der Mitte und links auch so. Und als wir vor ein paar Tagen hier waren, war es nur hier auf dieser Seite so und hier gab es eine Gleite, da hätte man durchgekonnt. Aber genau aus diesem Grund guckt man sich sowas nochmal an. Also heute leider nicht fahrbar. Den Weg hier sind wir mit dem Auto reingefahren, der hört auch hier auf. Da hinten wird es ein Wanderweg, da kann man parken. Das heißt, der Punkt hier mit dem Wehr, wir blenden euch eine Karte ein. Den könnte man auch sowohl als Ein- oder Ausstiegspunkt nutzen. Auch nochmal von der anderen Seite, das ist definitiv zu hoch. Da kracht man so runter. Und sonst wäre das halt tiefer gewesen und man wäre hier schön rüber oder wahrscheinlich in der Mitte sogar noch schöner an die Welle. Das hätte echt Spaß gemacht, ja. Schade. Aber gut, der Weg ist nicht weit. Wir sind schon hier. Nur noch hier rein und dann da im Stillwasser können wir wieder rein. Die Sonne blendet extrem, ey. Man hört ihn noch. Ah, schade, Entschuldigung, ich habe nicht schnell genug auf den Knopf gedrückt. Das hätte er dann auch noch gesehen. Sah aus wie ein Elch. Der Elch, falls ihr ihn euch vorstellen möchtet. Elchkopf, Elchkörper, Elchfüße. Elch. Ah.
Christine guckt sich hier um und ich gehe einmal darüber und gucke mich da um. Also ein paar ebene Stellen könnte vielleicht gehen. Aber da muss man so richtig weit laufen vom Ufer aus. Ich habe eine schöne Stelle entdeckt. Gut, Zelt ist nicht perfekt, aber kriegt man irgendwie unter. Aber hier mit dem Fels, direkt an der Stromschnelle, hier Stillwasser, ideal. Das heißt, wir fahren noch die Stromschnelle durch, fahren hier rein und landen da irgendwo an. Oder da, mal gucken. Ich hole die Christine. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie was Besseres gefunden hat als das hier. Kleiner, feiner Barsch, der darf wieder rein. Dauert wahrscheinlich einen kleinen Moment, da muss ich nachher holen. Ja, kleiner Barsch ist so klein, um ihn zu behalten oder zu essen. Aber immerhin entschneidert. Mit einem Barsch hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Sollte eigentlich gar nicht so viele hier geben. Aber immerhin. Ein bisschen werde ich es noch versuchen, aber es ist jetzt auch schon sehr spät. Ja, es ist spät, kurz nach 10 schon. Wir sind heute deutlich weiter gefahren, als wir es eigentlich wollten. Das heißt allerdings, dann haben wir morgen auch einen entspannten Tag und können uns morgen für alles mal ein bisschen mehr Zeit nehmen. Ein bisschen mehr Zeit für die Lagerplatzsuche, ein bisschen mehr Zeit zum Angeln. Ich habe jetzt gerade noch ein gutes Weilchen geangelt. Den Barsch, den ich gefangen habe, den habt ihr ja gesehen. Eine Forelle, eine kleine Forelle, ging noch einem Köder hinterher, aber das ist es auch gewesen. Ja, und jetzt ist es so spät, dass wir anfangen müssen mit dem Essen, dass wir heute überhaupt noch irgendwas essen können. Die Feuerstelle hier ist ganz gut. Wir sind ja, wie gesagt, jetzt in Schweden. Hier sind die Gesetze auch deutlich entspannter, was das ganze Thema angeht. Wir haben mal nachgeguckt, es gibt eine App, die verlinken wir euch auch mal unten, beziehungsweise die Webseite. Also es gibt aktuell keine Brandwarnung hier für die Region und auch keine Einschränkungen in irgendeiner Form. Das heißt, man darf hier Feuer machen. Trotzdem sollte man natürlich immer ein bisschen aufpassen. Die Feuerstelle hier, die haben wir gefunden. Die ist auch gar nicht so schlecht. Die ist zwar hier auf den Felsen drauf, aber ich habe ein bisschen geguckt, darunter ist noch Erde und die haben Steine unten drunter gelegt und da ist jetzt auch schon wieder Asche oben drauf. Also insofern kann man hier ein Feuer machen. Wir sind direkt am Wasser, das heißt, wenn wir dann gleich fertig sind, können wir auch ordentlich Wasser drüber schütten und damit ist gut. Und wir können heute endlich mal auf dem Feuer kochen, was ich soweit auch schon vorbereitet habe, wie ihr seht. Und ja, in diesem Sinne, wir haben Hunger, jede Menge Hunger, deswegen legen wir jetzt los.
Heute gibt es Thunfischpasta und dafür setze ich als allererstes mal das Wasser auf. Knoblauch ist schon klein geschnitten. Jetzt wird noch die Zwiebel gewürfelt. Chilis mit Kernen, Zwiebeln. In der Pfanne ist schon Olivenöl und Knoblauch. Oh, ich hoffe, sie brennen nicht. Mei, Leute, guckt euch die Aussicht an. Ist das geil? Hammer-Spot hier. Ja. Direkt an der Stromschnelle. Hier ist das Wasser ruhiger. Da liegt unser Boot. Da hinten steht unser Zelt. Sehr kurzläufig hier alles. Hammergeil. Tomatenmark, vorher abgepackt. Die gieße ich gerade ab. Abgepackte Gemüsebrühe. Sahnepulver. Ja, Leute, Kochen auf dem Feuer ist auch immer mit ein bisschen Arbeit verbunden. Und manchmal auch mit ein bisschen viel Arbeit. So, steht's da. Schön. Für die Thunfischsoße brauchen wir natürlich auch Thunfisch. Den habe ich vorher auch schon zu Hause dehydriert. Thunfisch lässt sich übrigens sehr gut dehydrieren, weil der ja schon vorher, also Thunfisch aus der Dose wohlgemerkt, gekocht und extrem gesalzen ist. Also der ist ja eh schon haltbar gemacht. Und wenn man dem dann die Flüssigkeit entzieht, dann kommt da sowas bei rum. Und das kommt jetzt schon mit rein, weil das natürlich auch wieder Flüssigkeit erstmal ziehen muss. Jetzt kommen noch Essig und Fischsoße rein. Zu Hause auch schon zusammengerührt, abgepackt. Oh, ich habe auch diesmal irgendwie ein Pech hier. Soße, Nudeln. Nudeln, Soße. Parmesan. Ja, vom ersten Essen war das, glaube ich, ne? Übrig geblieben ist. Boah, kann gut sein, weiß ich schon gar nicht mehr. So. Noch ein bisschen Holz nachlegen, dass es hier warm bleibt. Ja. Da ist für den Geschmack auch alles drin, was so für guten Geschmack reingehört. Ne? Ja. Zwiebel, Knoblauch, Chili, Essig. Es ist leicht scharf, leicht sauer. Ansonsten würde ich behaupten, dominiert der Thunfisch. Ja, ich würde sagen, wir essen das hier noch auf, genießen das Feuer noch ein bisschen. Es ist wirklich schon sehr, sehr spät, dunkel. Danach werden wir ins Bett gehen. Und zu euch sagen wir schon mal gute Nacht. Bis morgen.
eigentlich. Guten Tag, hi, servus und hallo hier an Tag 6. Tag auch. Gestern wurde es ziemlich spät, nach 1 Uhr sind wir erst schlafen gegangen und heute ist Sonntag. Wir haben einfach mal das gemacht, was man an so einem Sonntag machen sollte, nämlich ausschlafen und dann Chili Vanilli. Eben haben wir noch die Einleitung gedreht, die ihr ganz zu Beginn dieses Videos gesehen habt und jetzt haben wir 3 Uhr. Gott sei Dank haben wir gestern deutlich mehr Strecke geschafft, als wir das eigentlich vorhatten, sodass man die Rückreise theoretisch an einem Tag problemlos schaffen könnte, den Rest der Rückreise. Das werden wir aber nicht machen. Wir werden heute, es ist 3 Uhr, wir müssen auch noch abbauen, das nicht mehr schaffen. Wir werden noch ein bisschen weiter paddeln, uns noch einen zweiten Lagerplatz suchen und den Rest der Tour dann morgen in Angriff nehmen. Der Kaffee hier ist auch schon unser zweiter Kaffee heute. Wir hatten natürlich schon Morgenkaffee und auch schon Müsli. Kuchen gibt es leider nicht zu diesem schönen Nachmittagskaffee. Aber trotzdem werden wir uns den gleich noch munden lassen, dann abbauen und lospaddeln. Und wir freuen uns schon ganz besonders auf die Stromschnelle, die da hinten zu sehen ist. Ich habe sie eben schon mal mit der Drohne angeguckt. Ich bin mir noch nicht sicher, wie sie fahrbar ist. Sie sieht ziemlich verblockt aus. Müssen wir uns noch mal aus der Nähe angucken. Aber ich gehe stark davon aus, wir werden sie fahren. Und da freuen wir uns, wie gesagt, auch schon drauf. Deswegen Kaffee, einpacken, paddeln. Los geht's. Kalt. Wir haben wirklich gerade die Taschen zugemacht und dann hören wir von da Donner. Das dicke Ding da hinten, das scheint, Betonung auf scheint, in diese Richtung da vorbeizuziehen. Aber da kommt auch noch einiges hinterher. Das heißt, das müssen wir auf jeden Fall abwarten, weil bei Gewitter ist man nicht auf dem Wasser. Der Großteil ist vorbeigezogen und wir haben jetzt auch schon seit über 15 Minuten keinen Donner mehr gehört, deswegen gehen wir jetzt aufs Wasser. Wir haben gleich 5:30, die perfekte Zeit, um irgendwo anzukommen. Ja, trotzdem wollen wir jetzt auf jeden Fall noch los, weil wir schon alles eingepackt haben. Wir werden aber nicht weit paddeln und der nächste schöne Platz, der kommt, der gehört uns. Wie vermutet,
Sehr verblockt. Da gibt es eine Ideallinie. Hier ist es verblockt. Ja, wahrscheinlich kommt man da aber trotzdem durch. Da vorne geht es so weiter. Und so sieht es nach der Linkskurve aus. Keine Ahnung, ob man es auf der Kamera sieht, aber das ist echt eine große Welle. Also von da käme man rum. Da vorne könnte man vielleicht noch mal irgendwo hängen bleiben. Schwer zu sagen. Dann da rein und dann geradeaus hier durch. Dem Strom folgen. Yes! Perfekt! Geil! Gut gemacht! Das war geil! Das ist die eine dicke Wolke. Da links ist noch eine, die scheint auch vorbeizuziehen. Und von da vorne kommt aber schon die nächste. Mal gucken, wir hoffen mal, dass wir irgendwo ankommen, ohne dass es nochmal ein Gewitter gibt. Vorne liegt ein Stein. Da müssen wir aufpassen, dass wir da nicht hängen bleiben. Da liegen überall die Felsen drin. Könnte passieren, dass wir da hängen bleiben, wenn wir nicht gleich exakt dann da durchkommen. Also am besten wäre wahrscheinlich hier runter, leicht rechts. Nach Möglichkeit auch rechts vorbei. Und dann da durch. Okay so? Ja. Hast du schon? Ja. Okay. Was ist der groß und schnell? Da fliegen sie los. Flinke Sau. Boah. Es wird nicht besser und besser, deswegen springen wir mal gerade auf so einen Hügel. Vielleicht haben wir Glück. Und da ist irgendwo oben eine ebene Stelle. Felsiges, huckliges Land. Wie befürchtet. Alles schief und schepp. Nichts zum Lagern. Den guckt hier auch noch mal. Oh, Christine hat da oben auf jeden Fall was entdeckt. Glück gehabt. Jetzt fängt es allerdings gerade auch schon schön an zu regnen. Dann ziehen sie mich in mein Land. Ja, direkt hier, wa? Ja, dann mal Boot hoch und ausladen, fertig.
Heute gibt es nochmal Burger. Und um ehrlich zu sein, hatten wir uns Fischburger erhofft, aber wie ihr gesehen habt, ist auch heute nichts daraus geworden. Und da sollte man immer darauf vorbereitet sein. Deswegen haben wir sicherheitshalber nochmal Veggie Patties mitgenommen. Dafür machen wir heute allerdings die Brötchen der Burger selber. Für die Burgerbrötchen habe ich mir vorher schon Mehl abgepackt. Salz. Das ist wieder unser Milchpulver. 1. 2. Christine schneidet da gerade noch ein bisschen Knoblauch. Da kommt schon mal ein bisschen was auf für jeden eins der beiden Brötchen. Das Wasser kocht hier drüben. Ja, das ist das vom letzten Jahr. Dann möchte ich jetzt schon mal bekunden, dass das, was wir bei dem ersten Burger gemacht haben, mir auf jeden Fall das Liebere ist. Also mal runter. Wie durch Butter. Ja. Entschuldigung, ich habe den Topf angefasst. Ja. Macht nichts. Klassiker, muss man sich erstmal wieder dran gewöhnen. Ja. Das ist der Tipp von Pfannen, die nicht sauber sind. Ah, hier, guck dir, oh, guck dir das lieber die. Nein! Und auf die noch warme Seite kommen jetzt von der Christine bereits geschnitten. Jeweils eine Scheibe Feta-Käse. Wir nehmen nochmal die Mango-Curry-Soße. Wir wollten keine 2 Soßen durch die Gegend schleppen. Und die reicht auch für mehr als einmal. Ja. Knoblauch. Röstzwiebeln. Ups. So. Der Deckel. Bam. Self-made Burger. Soll ich mal probieren? Ja, probieren. Ja. Haare immer lecker. Ich glaube, mit Pfannenbrot zusammen kann man das öfter machen. Ja. Aber beim nächsten Mal kaufen wir lieber wieder die anderen Patties, ne? Die waren besser. Die besseren Patties sowie sämtliches Equipment, das wir nutzen und auch empfehlen können. Wenn wir es nicht empfehlen können, dann nicht. Aber das findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Sagt vom Geschmack her finde ich die anderen deutlich besser. Ja. Und ich würde natürlich Patties aus Hack den immer noch vorziehen. Aber für unterwegs ist das schon sehr praktisch. Am ersten, vielleicht noch zweiten Tag frisches Hack, ungekühlt hier draußen. Ich glaube, zweiter wird schon leicht riskant und alles danach ist auf jeden Fall riskant. Und dann sind diese
Veggie Patty ist echt eine gute Alternative, weil die halten sich ewig, müssen nicht gekühlt werden. Kann man hier draußen dann trotzdem auch noch am 6. Tag der Reise einen Burger genießen. Das kann auf jeden Fall stechen, hätte ich. Die Burger sind verputzt und sie haben trotz der Möchtegern-Patties geschmeckt. Was denn, die sind kacke, die anderen sind besser. Ja, auf jeden Fall. Ja. Wir hätten uns für den letzten Abend dieser Tour eigentlich einen etwas schöneren Platz noch gewünscht. Ist jetzt nicht schlecht, aber sowas wie letzten Abend, der war schon sehr, sehr schön. Das war mega. Auf jeden Fall, ja. Aber nichtsdestotrotz können wir es sehr genießen, hier zu sein. Wir wissen das wirklich zu schätzen. Wir wissen das schon immer zu schätzen. Wir sind Naturliebhaber. Aber ja, diesmal tatsächlich noch ein bisschen mehr als sonst. Ja, der ein oder andere hat es wahrscheinlich mitbekommen, dass wir eine etwas längere unfreiwillige Auszeit nehmen mussten. Und ja, die allerwenigsten wissen wahrscheinlich, dass wir tatsächlich eine schwierige Zeit hinter uns haben. Und ja, umso mehr freuen wir uns, dass wir jetzt wieder hier sein können und dürfen. Es ist echt ein Privileg, muss man einfach so sagen. Es ist was ganz Besonderes. Es ist zwar auch immer anstrengend, mit Widrigkeiten verbunden. Das eine oder andere bringt es einem auch mal zum Fluchen. Das versuchen wir natürlich mal rauszuschneiden. Aber ja, unterm Strich muss man wirklich sagen, es ist einfach großartig, hier zu sein. Und ja, genauso ist es uns sehr, sehr wichtig, an der Stelle einmal loszuwerden, dass wir eure vielen positiven Zusprüche sehr, sehr zu schätzen wissen. Das stimmt, ja. Ja, auf jeden Fall. Die vielen netten Kommentare, das viele Lob, das gibt einem wirklich was zurück für die Arbeit, die wir hier machen. Und ja, wir haben kurz vor wir zu dieser Reise hier aufgebrochen sind, die magische Grenze der 1000 Abonnenten geknackt. Yay. Im besten Fall, wenn das Video hier online geht, sind wir noch mal ein Stückchen weiter. Da ist ja immer ein bisschen viel Zeitversatz zwischen. Aber ja, auch dafür möchten wir uns bedanken an alle, die dabei sind. Wir freuen uns natürlich über alle, die noch dazukommen. Ja, lang geredet, kurz zusammengefasst. Ganz, ganz lieben Dank. Ja, vielen Dank. Ihr seid einfach die Besten. Ihr könnt es euch denken, so wie am jeden Abend zuvor auch. Wir haben gegessen, es ist spät, wir wollen ins Bett. Und deswegen sagen wir zu euch, gute Nacht. Gute Nacht.
Moin Moin, hier am 7. und letzten Tag dieser Reise. Guten Morgen. Der Kaffee ist getrunken, das Müsli gegessen. Selbstverständlich müssen wir gleich noch einpacken und dann werden wir weiter paddeln. Es sind noch knapp 10 Kilometer bis zum Ziel, wo unser Auto steht. Das letzte Stück ist ein See, durch den wir durchpaddeln werden, und am Ende dieses Sees ist ein Elektrokraftwerk. Wenn man sich den Fluss auf der Karte anguckt, könnte man danach wahrscheinlich auch noch weiterfahren. Allerdings haben wir uns dieses Elektrokraftwerk vorher angeguckt und da stehen Schilder, dass man den Fluss nicht betreten soll, weil es sein kann, dass die spontan und ohne Vorankündigung Wasser ablassen in den Fluss. Ich weiß nicht, ob man dann einfach nur großräumig umtragen muss oder ob man vielleicht doch dahinter einsteigen könnte. Wir haben es sicherheitshalber einfach mal gelassen, auch weil es von der Länge her so von der Tour ganz gut passte. Und weil es dann eine schöne Stelle zum Aussteigen gibt. Wir können nämlich wirklich dann den See komplett durchpaddeln. Am Ende des Sees gibt es einen Anleger und keine 15 Meter von da entfernt steht unser Auto. Ich glaube, das ist die kürzeste Strecke, die wir je hatten vom Wasser bis zum Auto, um unser Equipment zu tragen. Das ist sehr, sehr praktisch und so passt es gut. Das Video ist an dieser Stelle hier selbstverständlich noch nicht vorbei. Es geht gleich weiter mit der Tour. Kurzer Hinweis, unsere Videos haben immer Kapitelmarkierungen, also wen das gleich folgende nicht interessiert, der kann es überspringen. Aber ich werde die Ruhe, die wir jetzt hier am letzten Morgen haben, wie immer nutzen, um euch ein Fazit zu geben zu der Tour, wie wir die Reise fanden. Vielleicht noch ein paar nützliche Hinweise für jeden, der diese Tour nachmachen möchte, eine ähnliche Tour vielleicht machen möchte. Einfach eine Zusammenfassung mit ein paar Infos. Vorher aber noch eine ganz kleine, kurze Anmerkung in eigener Sache. Ich habe euch ja schon oft erzählt, wenn ihr uns unterstützen möchtet und was von dem Equipment kauft, das wir euch zeigen und empfehlen, dann könnt ihr das tun, indem ihr das über einen unserer Links kauft. Das nutzt der eine oder andere von euch auch schon sehr fleißig, dafür ganz lieben Dank. Mittlerweile könnt ihr uns aber auch unterstützen, wenn ihr gerade nichts braucht. Also jeder, der sagt, er möchte sich in irgendeiner Form vielleicht dafür bedanken, dass wir uns hier so viel Mühe geben, der kann uns eine kleine Spende zukommen lassen. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder über Buy Me a Kaffee, also ihr könnt uns einen Kaffee ausgeben, in unserem Fall natürlich einen Outdoor-Kaffee. Oder über PayPal, und bei beiden Varianten gilt, wir freuen uns über jeden Betrag, egal wie groß er ist. Das hilft uns definitiv weiter, dass wir weiterhin so viel Zeit hier reinstecken können, so viel Energie hier reinstecken können und weiter hochklassige Videos für euch produzieren können. Dankeschön. Genau, ganz, ganz lieben Dank. Darüber freuen wir uns wirklich riesig. Wie gesagt, alle Links findet ihr unten in der Videobeschreibung. Nun aber zum eigentlichen Fazit, das ich euch versprochen habe. Man muss ein bisschen aufteilen. Ich würde mal sagen, wir sprechen erstmal über den norwegischen Teil der Tour, dem Fluss in Norwegen. Der ist schon extrem wild und der hat es in sich. Das muss man wirklich ganz klar sagen. Ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt. Ich werde es auch nicht leid, das zu sagen. Wir haben uns sehr gut darauf vorbereitet. Wir haben viel geübt zu Hause. Wir sind in unseren Gefilden Wildwasser 3 ein paar Mal gefahren und haben uns da auch sicher gefühlt. Und nichtsdestotrotz hat uns der Fluss hier durchaus nochmal gefordert und wir haben nochmal einiges dazugelernt, das kann man ganz klar sagen. Denn so ein wilder Fluss, der wirklich wild ist, der nicht in irgendeiner Form reguliert ist dann doch noch mal ein bisschen was anderes als ein Wildwasser bei uns zu Lande, wo man dann vielleicht mal irgendwie so eine Stelle hat, die super beschrieben ist, wo du nachlesen kannst, da und da liegt der Fels drin, du musst da und da lang fahren und dann passiert dir nichts und so weiter, ist dann doch ein bisschen was anderes, als wenn du das wirklich für jede Stelle immer und immer wieder neu einschätzen musst. Ja. Wir haben uns den Fluss vorher angeschaut, wir sind an Stellen rangefahren, wo man mit dem Auto hinkam, sind leider nicht viele gewesen, aber das haben wir gemacht. Wir haben mit Einheimischen gesprochen, was die so sagen. Da kannte zwar niemand jemanden, der den Fluss gefahren ist, aber die haben gesagt, es gibt wohl schon Leute, die den Fluss fahren, also er ist fahrbar. Uns wurde auch gesagt, dass der Wasserstand momentan einigermaßen normal ist. Ja. Auch das muss man bitte mit berücksichtigen. Das, was wir euch jetzt hier zeigen, ist der Fluss jetzt gerade. Ja, der kann nächste Woche schon wieder ganz anders aussehen. Ja, und wir haben uns die Satellitenbilder angeguckt. Ihr habt es unterwegs immer wieder mitbekommen. Die Christine hat bei jeder Stromschnelle, die auch nur halb gefährlich aussah vom Satellitenbild, also viel weiß, groß, lang oder hinter einer Kurve, sodass man eventuell nicht anhalten kann, hat sie auf unser GPS-Gerät eine Markierung gesetzt, sodass wir auch nicht unvorbereitet irgendwo aus Versehen reinfahren, weil natürlich ist das auch eine große Gefahr. Ja. Also es kann sein, dass man um eine Kurve biegt, dann ist man schon in der Stromschnelle drin, kommt nicht mehr raus und dann muss man sie fahren, egal ob man will oder nicht. Und wenn dann eine große Gefahr da drin lauert, ist schon sehr gefährlich. Ich tue mich immer etwas schwer, die Wildwasserstufen einzuschätzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich versuche es immer mit dem zu vergleichen, wo ich
das mal irgendwo gesehen habe und wo mir jemand ganz klar gesagt hat, das war jetzt Wildwasser 3. Ja, nichtsdestotrotz finde ich es schwierig, weil das Wildwasser ja aus verschiedenen Bestandteilen besteht. Danach wird es dann halt eingestuft und was man hier einfach als großen Baustein sehen muss, sind diese Verblockungen. Diese sind halt schon sehr extrem. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, der Fluss hat auf jeden Fall öfter Wildwasser 3 gehabt. Also das würde ich schon ganz klar gleichsetzen mit dem, was wir so erlebt haben auf anderen Touren vorher. Und ich würde sagen, partiell auch mal 3 plus, 4 minus oder vielleicht sogar eine 4. Keine Ahnung, also nagelt mich nicht drauf fest, aber auf jeden Fall mehr als eine normale 3, das ist ganz klar. Das möchte ich auf jeden Fall sagen. Man sollte sich auf viele Umtragungen einstellen. Der schwedische Teil, der ist dann schon entspannter, überwiegend Wildwasser 1 bis 2, falls sich daran noch was ändern sollte auf den letzten 10 Kilometern. Ich glaube zwar nicht, weil das sieht alles sehr ähnlich aus, aber wenn, gibt es natürlich noch ein kurzes Update. Nichtsdestotrotz darf man den auch nicht unterschätzen. Also der norwegische Teil, da sollte man wirklich viel Erfahrung mitbringen, auf jeden Fall. Aber auch der schwedische Teil ist nichts für Anfänger, denn selbst ein Wildwasser 1 oder 2 darf man nicht unterschätzen. Und hier sind immer wieder mal Passagen drin, die auf jeden Fall ein 2 plus oder vielleicht sogar eine 3 minus sind, die einen schon mehr fordern und die halt auch echt gefährlich sind. Gerade eben deswegen, weil man vielleicht länger eine ruhige Passage oder eine Wildwasser 1 Passage hatte, im Flow drin ist und denkt, ach, ich fahre jetzt einfach weiter und dann kommt so eine Stelle. Und dann passiert es halt eben gerade dann, wenn man nicht darauf vorbereitet ist. Also auch bitte nicht unterschätzen, auch der schwedische Teil ist nichts für Anfänger. Er ist entspannter als der norwegische, aber nichts für Anfänger. Ja. Das muss man ganz klar sagen. Also auf beiden Teilen sollte man schon wissen, was man tut, das richtige Boot dabei haben und auch da großer Appell, vollständige Sicherheitsausrüstung. Es fängt mit der richtigen Kleidung an. Selbst im Sommer sollte man hier auf jeden Fall einen dünnen Neopren tragen, ja, mindestens. Weil selbst im Sommer wird das Wasser hier nie sonderlich warm sein. Es kommt einfach aus den Bergen. Es ist ein fließendes Gewässer, ein schnell fließendes Gewässer. So wie es jetzt gewesen ist, sind wir mit einem mitteldicken Neopren ganz gut bedient gewesen. Und wenn es jetzt noch kühler wird, also noch ein bisschen früher im Jahr oder nicht so viel Glück mit der Sonne da ist, dann sollte man mindestens einen dicken Neopren oder vielleicht auch Trockenkleidung tragen. Wir waren sehr froh, dass wir Handschuhe anhatten, dass man auch einfach mal so ins Wasser reinpacken konnte, sich irgendwo festhalten konnte. Auch ein Helm ist auf diesem Fluss, egal welcher Abschnitt, definitiv Pflicht. Wenn ihr hier kentert und ihr knallt ins Wasser und mit dem Kopf auf die Felsen, das ist lebensgefährlich. Damit ist der nächste Baustein auch ganz klar die Schwimmweste. Die sollte man auch auf den Stillwasserpassagen nicht ausziehen. Schwimmweste sollte man generell immer tragen. Wir hatten noch Sicherheitsmesser mit an der Schwimmweste drin, wenn man mal kentert und sich irgendwo verhakt, dass man sich freischneiden kann. Das sollte man auch immer mit dabei haben. Ihr habt meinen Wurfsack gesehen, die Christine hatte vorne auch noch einen eigenen Wurfsack. Ihr habt gesehen, wir hatten Karabiner dabei, wir hatten ein paar Gurte dabei, um das Boot auch ein bisschen flexibler dann eben mal treideln zu können. Was ihr nicht gesehen habt, wir hatten auch noch Rollen mit dabei für einen Flaschenzug. Das heißt, wenn sich das Boot jetzt irgendwo festgefahren hätte, so dass man es aus eigener Körperkraft nicht mehr rausgezogen bekommen hat. Also es kann schon mal passieren, dass das Boot von der Strömung halt eben auf einen Stein drauf gepresst wird und der Druck der Strömung ist so stark, dass man es so nicht mehr freikriegt. Dann kann man halt eben einen Flaschenzug daran befestigen. Also Sicherheitsequipment darf auch nicht fehlen. Ansonsten, wie gesagt, erster Teil anspruchsvoll, zweiter Teil entspannter, aber auch immer noch anspruchsvoll. Also man sollte wissen, was man tut. Wenn man den ersten Teil aufgrund der vielen Umtragungen jetzt vielleicht weglassen möchte, um mal so den Zeitfaktor ein bisschen einzukreisen. Wir waren jetzt 7 Tage unterwegs. Der erste Tag war aber auch kein aktiver Paddeltag. Kein erwähnenswert aktiver Paddeltag. Also wir hätten es in 6 Tagen gut geschafft. Wären wir 7 Tage unterwegs gewesen, wäre der erste Teil vielleicht auch ein bisschen entspannter gewesen. Also ich glaube, eine Woche ist schon ganz angenehm, wenn man es nicht zu stressig haben möchte oder so sportlich ist, dass einem die Umtragung gar nichts ausmachen. Dann kommt man wahrscheinlich auch schneller voran. Sobald man in Schweden ist, kommt man extrem schnell voran. Also die Strecke hier in Schweden könnte man sicherlich auch an 2 Tagen machen. Wenn man es ein bisschen entspannter haben möchte, könnte ich mir zum Beispiel gut den schwedischen Teil vorstellen. Man startet bei einer der Brücken am Anfang, die wir gezeigt haben. Und dann macht man vielleicht kürzere Paddeltage, nimmt vielleicht zwischendrin auch mal einen Tag oder 2 Tage irgendwo Pause, bleibt an einem Ort und angelt ein bisschen mehr. Also, kurz zusammengefasst, Norwegen sehr anspruchsvoll, sehr viel umtragen, muss man sich wirklich gut überlegen, ob man das macht. Da sollte man auf jeden Fall Erfahrung und auch viel körperliche Fitness mitbringen. Ja.
Und in Schweden ist es entspannter, weniger umtragen. Trotzdem sollte man eine gute Grundkondition mitbringen und man sollte vor allen Dingen auch schon Paddelerfahrung mitbringen. Man sollte ähnliche Sachen schon gefahren sein, bitte nicht unterschätzen. Ansonsten, was das Drumherum angeht, zum Lagern, Campen, wunderschön hier, sehr, sehr viel Natur, ganz, ganz wenig Zivilisation, nur alles, was wir gesehen haben, haben wir euch gezeigt. Mehr gibt es hier wirklich nicht. Total wilde Region, sicherlich auch mal die Chance, wenn man ein bisschen ruhiger ist, ein bisschen Zeit an einem Ort verweilt, ein paar Tiere zu sehen. Wir haben Hirsche gesehen, wir haben vor der Tour in der Region Rentiere gesehen und jede Menge. Man hat oft gehört, dass man hier auch Bären sehen kann. Also echt wundervoll. Wir haben die Tour jetzt schon sehr, sehr genossen. Wie gesagt, sie ist noch nicht vorbei, es geht gleich noch weiter. Aber ich denke, das Fazit kann man jetzt schon ziehen. Es war echt ein Abenteuer. Spannend und abwechslungsreich. Spannend, abwechslungsreich. Fluss mit Wildwasser, verschiedene Stufen, Umtragungen, See, Angeln, Lagern, Feuer. Alles, was ein Survival Outdoor Adventure braucht. Ja. Alles mit dabei gewesen. Also war wirklich wundervoll. Wir freuen uns richtig noch gleich auf die letzte Passage zum Paddeln. Und wir freuen uns schon darauf, dass es im Sommer wahrscheinlich noch mal krasser und noch mal geiler wird. Könnt gespannt sein. Auf jeden Fall, ja. Ja Gut. Packen wir mal schnell zusammen, ne? Oh ja, da kommt eine Dunkelwolke. Ja, also das war das Fazit. Falls ihr noch offene Fragen habt, schreibt sie gerne unten in die Kommentare. Wenn wir können, dann beantworten wir sie. Und wenn nicht, dann sagen wir euch, dass wir sie nicht beantworten können. Wir packen zusammen, wir paddeln weiter. Die Reise geht noch weiter. Bleibt dran und los geht's, würde ich sagen. Jo. Okay. Hier fließen wir von dem kleineren Fluss in den großen, da rechts. Also von da sind wir gekommen. Und das ist jetzt der größere Fluss, ab hier fahren wir den weiter. Oh, da wäre ein schöner Spot gewesen. Das wäre ein geiler Spot, Alter. Merkt euch das. Wenn ihr hier lang fahrt, versucht da zu landen. Hier ein schönes Feuerchen, den kleinen Kieselstrand. Da oben könnte man sicherlich auch gut ein Zelt aufbauen. Ah, der wäre geil gewesen. Hier gibt es eine Gabelung anscheinend. Da links könnte man zwar auch lang, ist dann aber deutlich weiter. Und wir müssen, zumindest laut Karte, irgendwo hier rechts unter der Insel lang. Okay, Kommando zurück. Das hier ist zu klein. Kein Bock, da tragen wir mehr, als dass wir irgendwas fahren. Deswegen fahren wir wieder zurück und nehmen den anderen Weg. Also für euch, der linke Weg ist der rechte Weg. So, das ist jetzt der abschließende See. Den paddeln wir jetzt noch bis zum Ende durch. Da ist dann irgendwo dieses Elektrokraftwerk und links davon geht es irgendwo rein zu der Anlegestelle, ne? Ja.
Das ist das Kraftwerk. Da auf jeden Fall nicht durchfahren. Ob und wann man dahinter wieder fahren kann, können wir euch leider nicht sagen. Und auch nicht, auf welcher Seite man es, wenn, am besten umtragen würde. Auf der linken Seite davon war irgendwo ein Weg. Aber da stand eben auch das Schild, dass man ein hohes Risiko eingeht, wenn man die Ufer betritt, weil die eben halt spontan das Wasser ablassen können. Und dann gibt es einen sehr schnellen Pegelanstieg. Deswegen, wie gesagt, zu allem, was jetzt hier hinterkommt, können wir uns leider nichts sagen, außer dass der Fluss dann noch bis zu der Stadt Idre fließt. Und alles, was dann noch kommt, sollte theoretisch auch befahrbar sein. Aber nochmal, keine Ahnung, wie weit ihr das Wehr umtragen müsst. Von da hinten sind wir hergekommen. Da ist das Wehr und da vorne ist die Anlegestelle. Ja, wir blenden euch gerade auch nochmal eine Karte ein, dass ihr jetzt nochmal genau seht, wo wir sind. Und da vorne, wo die Leitplanke auch zu sehen ist, das ist dann die Schotterstraße, die man bedenkenlos bis hierhin fahren kann. Und hier ist jetzt die Anlegestelle. Da kommen wir her, wie gesagt, hier ums Eck. Nicht dahinter, da ist irgendwo sowas wie ein Badestrand, steht zumindest auf dem Schild. Und hier kann man auch mal problemlos anlanden. Hier liegen auch die Kanus. Ich filme mal gleich noch den Wagen da hinten für euch. Vielleicht steht da drauf, wie der Kanuverleih heißt. Ich weiß es nicht. Gelandet. So, mit Sicherheit sagen kann ich es nicht. Aber Idre Touristic Service und ein Paddel drauf. Da steht eine Telefonnummer. Könnte auf jeden Fall so sein. Hier steht unser Auto. Und da steht noch die Christine mit dem Boot. Pünktlich zu unserer Ankunft fängt es an zu regnen, sodass wir die Sachen auch unbedingt klitschnass ins Auto laden können. Genauso soll es sein. Ja, zu meinem Fazit von vorhin gibt es nichts mehr zu ergänzen. Uns hat es extrem viel Spaß gemacht. Oh ja. Wir hoffen, euch auch. Wir freuen uns riesig, dass ihr mit bis zum Ende dabei gewesen seid. Und wir freuen uns natürlich umso mehr, wenn ihr es beim nächsten Mal auch wieder seid. Bis dahin sagen wir, macht's gut, Leute. Bis dann.